Dass ich mit mehreren Kameras arbeite bei Richards MOBA ist mittlerweile wohl bekannt. Auch diese Sequenz ist wieder von mehreren Kameras aufgenommen. Aber wie geht das denn, wenn ich jetzt im Schattenbahnhof Betrieb habe und ich kann nicht sehen, was da passiert? In dieser Folge ein bisschen mehr über meinen Schattenbahnhof, Kameraüberwachung und welche Sache ich dafür benutze. Also nach dem Intro gibt es mehr. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder bei Richards MOBA. Es freut mich, dass du wieder dabei bist und heute dieses Video anschaust. Heute geht es um den Schattenbahnhofs Kameraüberwachung. Wie du schon im Intro gehört hast, ja, ich arbeite mit mehreren Kameras, das könnt ihr jetzt auch wieder in diesem Video kannst du das sehen. Und ich habe mir etwas gekauft, sodass ich meinen Schattenbahnhof überwachen kann. Weil natürlich, sobald die Verkleidung, was du im vorigen Video gesehen hast, ich habe die Verkleidung gemacht und deswegen wird es auch schwieriger, um zu sehen, was da eigentlich im Schattenbahnhof passiert. Also was ich dann heute mache, ich möchte euch zeigen, welche Lösung ich gewählt habe, welche Marken und so weiter. Alles ist unbezahlte Werbung, das soll ich vorab nochmal erklären. Aber ich möchte euch zeigen, welche Sachen ich mir gekauft habe, welche Entscheidungen ich dafür gemacht habe und wie soll das eigentlich so machen werde. Natürlich muss ich noch sehen, wo die Kameras dann präzise an die Anlage platziert werden, aber das will ich alles zusammen mit euch herausfinden und dann werden wir gleich sehen, wie das alles geht. Aber zuerst mal die Sachen, die ich mir gekauft habe. Das fängt an mit einem Receiver. Ich lege die mal hier in die Kamera. Dies habe ich mir gekauft und die hat Platz für insgesamt 8 Kameras, macht in Full HD Auflösung und ich habe auch mit einer Speicherplatte dazu genommen. Das habe ich gemacht, sodass ich eventuell auch die Aufnahmen benutzen kann in meinen Fahrvideos. Ich weiß noch nicht, wie die Qualität aussehen wird und ob die Auslösung ein bisschen passt, aber trotzdem tut es kein weh, wenn ich da eine Speicherplatte dabei habe. Hierfür muss ich natürlich auch noch ein separates Bildschirm haben, aber das zeige ich dann euch später mal. Das habe ich hier nicht bei mir im Wohnzimmer stehen. Also das ist das erste. Das werden wir mal zuerst dann auspacken, sehen, was da alles drin ist. Ein Maus. Einmal ein LAN-Kabel. Naja, Stromkabel. Alles klar. Alles soll natürlich dabei sein. Adapter. Alles klar. Fernbedienung. Und dann soll es den Receiver geben. So. Machen wir das mal weg. Andersrum. Für euch. So. Da ist er dann. Den Receiver von TechEdge. Nochmals unbezahlte Werbung. 24-Hour Video Surveillance. Ja, im Schattenbahnhof. Ja, genau. Nicht im Haus. Wie gesagt, das ist von der Firma TechEdge. Ich habe mir den PoE-Version gekauft. Das heißt auch zusammen mit den Kameras, die ich dann gleich zeige, dass die kein zusätzlicher Stromanschluss brauchen. Also die bekommen ihr Strom über diese LAN-Kabel, die RJ45-Kabel. Wie gesagt, mit Speicherplatte wird fernbedient. Es gibt insgesamt 8 Anschlüsse, kannst du hier auch sehen. VGA, HDMI und ja, eigentlich nichts Besonderes soweit dabei. Aber wie gesagt, hier kann ich also dann 8 Kameras anschließen für meinen Schattenbahnhof. So, und dann als nächstes die Kameras, die ich mir gekauft habe. Für mich war es wichtig, dass die Kameras auf jeden Fall klein sein, also nicht solche große Außenkameras sozusagen.
Die Bildqualität soll auch so hoch wie möglich sein, mindestens Full HD, am liebsten ein bisschen mehr, weil da kann ich natürlich noch ein bisschen ranzoomen, wenn ich die Videos benutzen kann später. Die Montage soll auch einfach sein und die Kameras, die müssen nicht über WLAN gesteuert werden, sondern über Kabel. Aber dann natürlich auch so wenig Kabel wie möglich. Das heißt, eine PoE-Lösung war eigentlich die einzige Lösung, die dann in Frage kam für mich. Als letztes, was ich doch eigentlich haben möchte, war, dass ich selber ranzoomen und den Fokus manuell hinlegen kann. Also da waren eigentlich die Parameter, die ich dann brauche für die verschiedenen Kameras. Ihr kennt meinen Schattenbahnhof, es gibt verschiedene Ecken und nicht alles ist immer geradeaus und deswegen habe ich mir auch mehrere Kameras gekauft. Aber da muss ich noch mal sehen, wo die dann platziert werden. Wie gesagt, das kommt dann im nächsten Teil. Aber zuerst dann die Kameras, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir 6 Kameras gekauft von der Firma Revotech. Diese Kameras, die haben alle eine 5 Megapixel Auflösung, das heißt eigentlich 1,5 mal HD. Ich schreibe in der Beschreibung, wie die Auslösung ist und welche Pixelanzähler und so weiter es gibt. Da diese Auslösung ungefähr 1,5 mal Full HD ist, kann ich auch noch in meinen Videoschnitt kann ich noch 1,5 mal reinzoomen, ohne es zu Qualitätsverluste zu bringen. Diese Kameras haben ein Objektiv, die man auch einstellen kann, von 2,8 bis 12 mm und dann auch manuellen Fokus. Packen wir mal einen aus. Ein kleines Menü dabei, Schräubchen, so. Und dann der Kamera. Anschluss für das LAN-Kabel und zusätzlich Power, aber diese brauche ich nicht, nur die LAN-Kabel muss angeschlossen werden. Und da ist er dann. Meine kleine Kamera. Da ist er dann. Einfach zu montieren mit Schräubchen. Ich kann heranzoomen. Mal sehen. Ja, ich kann das so hin und her drehen für den Zoom. Und daneben auch noch mit dem zweiten Teil kann ich dann also den Fokus selber einstellen. Wie das dann natürlich im Endeffekt aussehen wird, das müssen wir mal sehen. Aber hier habe ich dann auf jeden Fall diese kleine Kamera. Selbstverständlich werde ich euch nie etwas zeigen, wovon ich selber denke, das soll man nicht benutzen. Ich habe diese Sachen im Angebot gekauft. Nochmals, es ist unbezahlte Werbung, ist von mein eigenes Geld bezahlt. Aber insgesamt habe ich für den Receiver und die 6 Kameras 265 € bezahlt. Ich konnte noch 2 extra Kameras dabei kaufen, wenn möglich, für den Receiver, die ich habe. Und natürlich, es gibt teure, es gibt billigere oder kostengünstigere Lösungen. Aber dies ist die Lösung, die ich gewählt habe, weil es passte vom Budget her, aber auch von den verschiedenen Wünschen, die ich hatte. Also ich schließe mal ein bisschen an, sehen wir das dann, wie die Bildqualität eigentlich ist. Und dann könnt ihr auch ein bisschen mitgucken, wie es geht. Und dann sehen wir uns nachher wieder.
There we go. So, liebe Leute, das war dann jetzt Teil 1 von dieser Reihe. Ich habe die Kamera und der Receiver habe ich jetzt angeschlossen. Ich habe das versucht und es ist wirklich Plug and Play. Es ist wirklich ganz einfach alles anzuschließen und zu versuchen, wie es dann geht. Ich habe jetzt diese andere Kamera habe ich dann auch laufen, um zu sehen, wie dann die Videoqualität ist. Ich muss dazu sagen, dass die Kamera nur 20 Bilder pro Sekunde macht, weil das andere machte ich immer auf 60, also das könnte ein bisschen, naja, weniger gut aussehen, aber natürlich gilt es, dass diese Kameras meistens sind für die Überwachung der Schattenbahnhof und nicht um mich jetzt aufzunehmen. Aber für diese Probe habe ich das für euch gemacht. Also das war dann jetzt Teil 1. Im zweiten Teil wird es dann bald, da werde ich euch zeigen, wie ich dann die Kameras anschließe. Ich muss dafür noch Kabel bestellen, aber das kommt ja schon, das ist ja kein Problem. Wenn ich dann soweit bin, werde ich das natürlich auch wieder für euch hochladen. Auf jeden Fall, wenn es bisher gefallen hat, würde ich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und ein Abo da lässt, wäre sehr schön. Herzlichen Dank im Voraus und ich freue mich schon, euch wieder in Teil 2 begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis Teil 2 und wir sehen uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Richards MOBA. Macht's gut, ciao!